Krankheiten sind in Licht ganz wertvoll. Wir glauben in vollen Doras sonst so gleich. Jesus wird bien, hei haupt uns drei an. Von hier bei dem Himmel, du nehmt drei ans Tag. Ein Schein am Morgen, dann vor wie hier war. Kunst bei dem Himmel, so aus die Schrift an. Weich von der Welt mit dem Trübel no. Im Himmel, die Jesus, du hab wieder Geld. Ans Leben soll schienen aus Licht in der Welt. Vertrauen auf Jesus, das wird Gott gefällt. Hij leidt ons in wandelen, stellt ons ook bij. Hij milkt door de woning voor mij en voor die. Ein Schein am Morgen, dann vor wie hier war. Kunst bei dem Himmel, so aus der Schrift sagt. Weich von der Welt mit dem Trübel no. Im Himmel, wie Jesus, du hab wieder Geld. Wir waren ans Thema gehen. Und wir sind in der Adventszeit. Die Adventszeit ist eine Zeit, wo wir uns vorbereiten tun. Es ist eine Zeit, wo wir lernen tun, dass wir das meinen. Und wir werden uns von diesem Thema betrachten, was gerade in das geht. Als Gemeinde sind wir Menschen, die lernen tun. Als bekehrte Menschen sind wir die Menschen, die lernen. Da kriegt es Jesus. Einmal als es ein Baby geboren, kriegt es, was Jesus frisch kommt. Und wir als Gemeinde sind von denen, die lernen tun. Und ich wünsche, du wirst von denen, die auch lernen. Die Bibel sagt, dass wenn er frisch kommt, dann wird er dich holen, und wird am lernen tun. Das sagt die Bibel dort. Und wir werden uns dort gleich betrachten. So, in dem mit und denken, wenn wir in der Adventszeit sind, wir sind in der Zeit, wo wir lernen tun. Und sei wir doch aber von der dort in der Welt, die Menschen sich nicht für das Wort vorbereiten. Wenn wir die Menschheit von der betrachten tun, und uns sogar ans deutsche Menschen, dann sei wir dort von der Tag sind viele, viele Menschen. Die haben die Weihnachten, das wird ganz besonders verehrt, und die vielen große Fasten und so weiter, das sind große Geschenke, und das ist Necklace und verschiedene Dinge sind da, und das wird ganz besonders. Was ich mir so ganz interessant, was ich Jahren drei, dann frage ich mich, wie mir mal, ich war mit seinen Schwestern mitfahren, und er wollte am 23. Dezember ein Remolke treffen, was er sich in der Passe gelegt hat. Und dass wir noch mehr achten, dann sagt er, mein Schwester, weil den Remolke von einer treffen, dann wirst du da mitfahren. Und so ich fuhr mit. Und mir wird interessant, wie viele Menschen da von der Stadt kommen, die haben die wie voll, einfach nicht das andere, der Bettgaril ist. Und sie mit den Kassetten sind dort in Biomada, dann haben sie auch die alle Feuer lehnen, wo ich in Kassette gehen, dann haben sie oben von dort hier haben. Und wie wird dort fahren, wir müssen da besiegt bei einem Remolke betonen. So viele Menschen feiern die Weihnachten sehr groß. Die Welt von der, für die Welt von der ist die Weihnachtszeit was ganz Besonderes. Aber weißt du was? Das traurige Ding von das ist, dass die Mehrheit von der Welt und die Mehrheit von der Menschheit, wo wir von der kann sagen, was Weihnachten feiern, die feiern nicht eine wahre Weihnachten. Weißt du was, lieber Freund? Wenn wir nicht gerat sind, dann sollen wir nicht nur Weihnachten feiern. Wenn wir Weihnachten feiern, das geht auch, wir sind dankbar, dass der Herr Jesus für uns gekommen ist, dass er Jesus ein Baby geboren ist, und dass wir das haben können annehmen, und du feiern wie Weihnachten. Wir feiern ein ganz besonderes Fest, wo wir uns erinnern, was es gekostet hat, uns zu erlösen. Wo wir uns erinnern, dass der Herr Jesus hat uns auf die Erde gekommen, und dass er sein Leben hat uns gegeben für mich und für die, und das, wo wir das Fest feiern dann. Aber was Jesus ich will sagen, wenn wir von der Welt ankicken, dann sagen wir dort, dass du waren viel Aufgaben gedient von dir. Und was ihr wart, der Necklace, das ist ein von der Aufgaben, die erste Aufgabe war das von der Jeff. Der Weihnachten ist ein sehr großes Fest, und was ihr auf viele stehen, und vielleicht hast du sogar einen Heim. Du hast einen großen Platz für Necklace. Von der sind viele Kinder, wenn wir früher Wort bedient Weihnachten, sie würden diese Geschichte nicht haben. Du hast den Necklace da. Der Necklace kommt in den Schalen an, und das ist ein ganz besonderes Ding. Vorher eine Sturz, dann ist das von einem Fuß, stahl wir Necklace an, und es wird ganz besonders, was sehr groß ist.
So als Gemeinde soll wie niemand von der Person sein, Wort und nicht Lust leben tun. Als Gemeinde soll wie von den Menschen, was von der lernen tun, dass der Herr Jesus wird frisch kommen. Dass ich erst mal sehe, kriegt so aus den Menschen lernen. Der Professor, der sagt, dass Jesus für die geboren worden als ein Kind. Und dort wird erfüllt, kriegt es die Professor, dass der Herr Jesus wird frisch zurückkommen. Kriegt es dann, wie kriegt es, was der Herr Jesus zurückkommt. Wir werden uns hier ein paar Verse lesen, in Hebräer Kapitel 9, Vers 27 und 28, du schriftest es dort. Da sagt der Mensch, ist es so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt dort gerecht. Soll ich das Vers noch einmal lesen? Der Mensch ist es so bestimmt, einmal zu sterben, und dann kommt dort gerecht. Und so wird auch Christus einmal geopfert, um viele Menschen ihre Sünden wegzunehmen. Bis sie ein zweites Mal kommen, wird er nicht wegen Sünden wegnehmen kommen, aber um dich zu raten, deine Arme lernen. So, was sagt es hier? Uns Menschen ist es einmal bestimmt, zu sterben, und dann kommt dort gerecht. Dann sagt es so, als auch Jesus, er ist auch einmal in die Welt gekommen, und er ist auch sein Leben gestorben, aber nun sagt es hier, guck mal, der Herr Jesus, der wird frisch kommen. Und bis sie ein zweites Mal kommen, dann sagt es, wird er nicht kommen, sein Leben zu geben, dass die Menschen gerettet werden. No, das zweite Mal kommt er drei holen, wo sie in Erscheinung Leib haben. Das zweite Mal, wenn Jesus frisch kommt, dann kommt er nicht da, was Jesus lernen dann. Und wenn wir gucken in Lukas, dann fängt wir sehr klar, dass wir in Simeon, dass wir eine Person, er hat den Heiligen Geist, und die Bibel sagt uns, er wie ein frommer Mann, und der Heilige Geist hat ihm gesagt, dass er wird, sein Radar nach seinem Eier gestorben wird. Und nun passiert dass ein Tag ist Jesus geboren wird, dann in 8 Jahren wird er in den Tempel gebracht, weil es die Satz verlangt hat so. Und dann passiert dass der Heilige Geist wird und Simon bern wird, der sagt zu Simon, kick mal, nu gehen wir in den Tempel. Wir haben mal lesen, in Lukas Kapitel 2, Vers 25, sagt jetzt ist das. Sagt in Jerusalem wohnt dann ein Mann, der heißt Simeon. Dort wie ein frommer Mann, der Gott fürchten deit in donner Lühr, dort Israel Heiland kommen soll. So was sagt das hier wir in Jerusalem wie ein Mann, dort wie ein frommer Mann, sie nennen wir Simeon, und der Herr hat ihm gesagt, dass er wird Jesus sein Eier gestorben wird. Das wäre eine Prophezeiung, was der Herr zu Simon gesagt hat, und diese Prophezeiung erfüllt sich. Nun passiert das, dass Simon, als er ist in den Tempel, ja, dann sagt er, du siehst das. Vers 28 sagt er, das ist das. Nahm er das Kind auf seine Arme und lob Gott und sagt, Herr, du hast ihn Versprechen gehalten. Nun lass sie ihn in deiner Frieden sterben. Nun haben wir in der Jugend den Heiland gesehen, den du für alle Menschen hergestellt hast. So dass wir eine Prophezeiung in Simeon belebt hat. Zu Simeon wie gesagt worden, dass der Herr Jesus wurde ein Kind geboren worden, und das wurde Radar sein für die ganze Welt. Und das wird erfüllt. Und was geworden? Als Gemeinde von dir, sei wie nicht von dir, was du lernen, dass der Herr Jesus soll von dir als ein Baby geboren werden. Sei als Gemeinde sei wie von dir, was du lernen, dass der Herr Jesus wird frisch kommen. Die Bibel sagt es dort. Paulus sagt uns in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und 8, sagt er, für arm legt diese Krone reut. Er hat Glauben gehauen. Dann sagt er, in diese Krone wird jeder einer kriegen, was die Erscheinung von Jesus Leib haben. Und jeder einer wird lehrt, dass der Herr Jesus soll frisch kommen, für den wird das nicht eine Überraschung sein. Und jeder einer, wer ein Glauben ist, wird das beleben. So wie es Gemeinde sind von dir, was du lernen dann. Philipper Kapitel 3, 19, da sagt Paulus, uns Bereich ist im Himmel. Und wir lernen du noch, dass ans Herrn Heiland von dir kommen wird. So, das soll unsere Einstellung sein. Du und ich, wir dann uns von dir vorbereiten. Wir sind in der Adventszeit, wo wir uns vorbereiten dann, aber was geht wird? Nicht, dass Jesus wird als ein Kind geboren werden. No. Wir sind von dir, was du lernen, dass der Herr Jesus wird frisch kommen. Weißt du, wie man in der Stadt gewesen. Und das ist eine arme Stadt, in Jansit, Welt ist wo. Und die Menschheit von der Stadt hat die Gewohnheit, dass die Stadt ist an den Playa und Meer. Und sie haben die Gewohnheit, dass sie gehen jeden Abend, gehen sie so an den Playa und haben die Gemeinschaft. Und sie sind auch ein paar Novios, ein Junge in einem Jahr, sind sich sehr verläuft. Und sie gehen auch jeden Tag, gehen sie in den Playa und haben ihre Gemeinschaft durch. Ein Tag sagt das Junge zu dem Jahr, sagt er, weißt du was? Ich habe mir entschieden in mir, dass ich will eben ein Land fahren.
Und ich war dort ein Schmackelhuis für die Bühnen. Ich war dort versuchen, Geld zu verdienen. Und du sollst mir ein Ding versprechen. Du sollst mir versprechen, dass du warst mit treu sein über den. Und wenn ich mein Haus dort ist fertig habe, dann will ich zurückkommen, dann will ich mich mit dir befreien. Dann will ich die auch dort annehmen, dass du auch dort sein, wo ich sie. So das Junge, der Letzte, was er nach dem Jahr sagt, das steht. Er sagt, aber guck mal, verspreche mir ein Ding. Verspreche mir, dass du jeder Tag warst, bei an den Playa kommen, und du warst mehr nachkicken, und du warst nicht mehr lernen. In dem Jahr sagt er, was er tun, und das Junge, der verlässt. Und was passiert? Das im Jahr jetzt jeder Tag. Wir hatten Playa, kijkt, du weißt, die Zeit Buttern ab, und jetzt drei. Die Menschheit, was das auch so steht, die beobachten das im Jahr, und nur, dass das in der Zeit passiert ist, dann kommen sie mal in diesem Jahr an und fragen sie, was pflegt die? Woran kommen sie jeder jeden Abend und kicken sie ganz allein ab dem Meer ab? Und dann jetzt war er drei. Dann sagt er im Jahr, kick mal. Mein Leiber, Jung, mein Novio, verspricht mir, dass er eine Jahreszeit fahren und er wird ein Haus machen für mich. Und wenn er das ist, wird fertig haben, wird er mir auch dahin holen, dass ich auch kommen sein, woher ist. Und ich lehre, dass er wird kommen. So die Menschen luten im Jahr Tag, und im Jahr, die fangen an wieder zu kommen, dann wird ihnen passiert ein Jahr, dann vergeht ein Jahr, dann vergeht nach ein Jahr. Und über den fangen die Menschen an zu spotten über das im Jahr. In dem Jahr, die fangen sich an, Salz und Schlag zu fahren, und die Menschen sie spotten überall. Und dann denken sie, sie soll vielleicht was mal abgeben. Der Titel ist halt auch so lang gedauert. Und dann noch eins hat sich ein Tag entschieden, dass sie wird nach dem Tag gehen. Seines Jahr Neujahr wird kommen. Und wenn er den Tag nicht kommt, dann wird sie abgeben. So sie jetzt war an dem Meer, und sie kickte so Meer ab. Und der Junge, der kommt nicht, und da war dies da. Und auf eins hat sich denkt sie soll bis mal anwenden in den Tränen Haus gehen. Aber dann kam all die Stimme sehr klar an von den Jungen, wo du sagst nicht, lüge, trüne mich, ich war die komm holen. Und sie denkt, okay, ich war nach dem Schutzgelänge mehr abkicken. Auf eins hat sich hier sie durch die Leute. Und sie kicken, weil sie dies ist, kann sie nicht sein, wo das ist. Und dort kommt Nora, und es ist ganz dicht bei, als auf eins setzt das ihr Jung. Nur erst der kommt holen. So sie befehlen sich und sie fahren Jan sieht und haben ein sehr schönes Leben. Weil der Herr Jesus sagte mir und zu dir von dir in Johannes Kapitel 14. Er sagt, lut ihn Hort nicht beruhigen. Glaube an Gott und glaube an mich. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen, weil das nicht so wird, wo ich ihm das gesagt habe. Ich will sie haben, die stehen heute mir an. Und dann sagt er hier rum, weil ich komme, weil ich ihn auch dahin holen, dass die auch kann durch sein, wo ich sie. Das wird der Herr Jesus von dir sein wird. Als Gemeinde, als bekehrte Menschen, sei wie von dir was du lernen dann. Der Herr Jesus wird in die frisch kommen. Was der Herr Jesus von mir und von dir verlangt, von der das ist, wir wollen treu bleiben. Dass wir einfach wollen so sein, als Paulus sagt. Paulus sagt in 1. Korinther 11, dass ein Mensch, der will teilnehmen, der soll sich selbst prüfen. So sollen du und ich uns von dir auch prüfen, so wie reut, wenn der Herr Jesus wird frisch kommen. Und weißt du, mein lieber Freund, ich will dir sagen, das ist eine Prophezie, die der Herr durchgelassen hat. Er sagt, er wird frisch kommen. Gerade ist Jesus, als ein Kind geboren wird, so wird der Herr Jesus auch frisch kommen. Und dann wird er nicht durchkommen, was er am Lernen dann. Dann hat eine Frau und die Freund. Die Bibel sagt uns, dass er wird nicht durchkommen, was er lernen dann. Was du von dir, was er lernen dann? Lernst du ohne Jesus? Was das ist die Weihnachtszeit. Das ist eine Weihnachtsfreude. Wenn du und ich kann von dir sein und du sein ich lüge, dass der Herr Jesus wird kommen. Und er wird kommen. Er wird sicher kommen. Nicht vielleicht. Weil you know was aber so eine Überraschung sind für viele Menschen. Es sind so viele Menschen, die wollen nach. Ich will nach Bosedon. Ich will mich nach bekehren. Ich das Geschenk, was wir Weihnachten feiern, das will ich noch mal annehmen. Aber von der will ich das noch nicht. Mein Freund, ich will ihm aufmerken, Jesus kam frisch. Gerade ist die Bibel sagt, dass wir eine Prophezie, dass wir ein Kind geboren worden, so sicher wird Jesus frisch kommen. Und was sagt die Bibel in wem? Und da wird lernen dann. So wie wir uns von der mal eine Gemeinde betrachten, ist sehr interessant.
Hier in der Offenbarung, da wird Johannes auf eine Insel abgebracht, in eine Visionssache, verschiedene Dinge, was der Herr ihm da offenbaren hat. Und hier werden sehr besondere Offenbarung, was der Herr Johannes schenken hat, wo er eine 7 verschiedene Gemeinden schreiben muss. Und mir ist das sehr interessant, wenn wir hier lesen, dann in der Offenbarung Kapitel 3, Vers 14 und wieder, durchrechnet Johannes eine Offenbarung, was heute die Gemeinde in Laodicea soll schreiben. Und wir wollen gucken, was er soll schreiben. Offenbarung 3, Vers 14 bis Vers 22. Das sagt Jesus, das nur den Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb. Das sagt, der du Amen heut, der mit seinen Zeugnis treu und wahrhaftig ist. Der ich den Gott alles umfang zu schaffen. Ich weiß an deine Worten, und dass du nicht kalt oder heut bist. Und ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heut wirst. Und willst du leben warm und nicht kalt oder heut bist, wo ich dir mein Mehl rit spielen. Willst du sagst, ich sie recht, habe voll ab und mir fehlt das anders. Aber nicht weit, dass du ein jämmerliches Arme miserabel blinget, nicht wrag bist. Ich gerode, dass du von mir mit viel gereinigtes Gold hast, dass du recht warst. Und mit witte Kleider antragst, dass deine Näcke schon nicht für ein Dach kämpft, und dass du deine Augen mit Augensalz anschmierst, dass du seinen kannst. Wem ich Geld sie, den wo ich tragwiesen, in Strophen, nehm dort ehrens und kehr an. Kijk, ich stehe für der und klapp an. Und wenn irgendwer meine Stimme hört und der aufmerkt, mit denen wo ich nennen gehen, mit am Taub das Aufmahl feiern und heim mit mir taub. Dann sagt er hier Vers 21, die Gewährende, wo ich mit mir Loten auf den Thron saßen. Großes ich gewonnen habe, wer den Fuhr auf den Thron satt, so wird er auch mit mir sein. Und dann sagt er hier jeden Latz, wer Ohren hat, den Lot hier, was er jetzt der Gemeinde sagt. So, das darf wir uns hier von der am besten betrachten. Und dann vielleicht kann du und ich uns prüfen. Mein Ziel ist nicht, dass ich einen Finger abgewiesen, dass ich die rechten oder so eine Dinge dort. Mein Ziel ist, dass du und ich uns vorhin prüfen, woran willst der Herr Jesus kommen frisch. Aber wenn der Herr Jesus frisch kommt, dann kann er nicht noch einmal aus dem Baby geboren. Er wird nicht noch einmal abwaschen in sein Leben und Kiez geben für mich und für die. No, wenn er frisch kommt, dann kann er bloß die holen, was das in er hat, schön sind. Bloß die wollen hier mitkommen. So hier, 3. Vers 14, da sagt es das. Nur ein Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb, das sagt, da der Amen heut. So was meint das hier, nur ein Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb? Das meint, nur den Ältesten oder nur den Lehrer von der Gemeinde in Laodicea schrieb. Das sagt der Amen heut, der mit seinem Zeugnis treu ist. Das wie der Herr Jesus. Er sagt, dass den Gott alles hat gemerkt, was du gemerkt hast. So die Bibel sagt uns sehr klar, dass Jesus das alles gemerkt, was du gemerkt hast, hast nicht gemerkt, was du gemerkt hast. So der Herr Jesus gibt Johannes hier eine ganz besondere Offenbarung. Vers 15. Hier sagt er, ich weiß in deinen Worten, dass du nicht kalt oder heut bist. Und ich würde mir wünschen, dass du kalt oder heut wirst. Und willst du leben warm und nicht kalt oder heut bist, wo ich die mit meinen Mühlen rit spielen. Weil das ist so interessant, wo der Herr Jesus, auch dann, als er bei ihr leben deit, als er bei ihr wohnen deit, dann hat er viel Bilder zu den Menschen vertrauen. Und das, was er hier auch deit. Wenn heute diese Laodicea sagt, guck mal, ich würde mir wünschen, dass die kalt oder heut wirst, und willst du leben warm, weil die utspielen, das hat einen Grund. Was meinen wir, dass das steht? Dass die Stadt Laodicea, der wir ist wo in der Wildnis, wahrscheinlich, die beschrieben sagen, dass es dort, das sagt die Bibel nicht. Und was passiert, sie haben sehr knapp Wutter. Das ist dort hat sehr knapp Wutter. Und wahrscheinlich in Nadingen von dort, wie ein Eastboy, wo sehr kalt Wutter, hier rankommen in diese Stadt. Aber hinterher traf das Riefer sich mit einem Riefer, wo warm mit Wutter, wo heute Wutter scheren leid. Die deuten diese Riefer sich dort top treffen, dann gibt dort warm mit Wutter. Und wenn das Wutter erst bei Laodicea wird, dann hat das auch gleich einen Geschmack nicht. Wenn die Menschen von dort trinken wollen, dass wir mit so Beta und dass wir nicht schönes Wutter nicht. So Jesus dort hier mit Sinnebildern reden, dass sie sollen weiten, von was er reden wird. Wenn er sagt, du wirst warm, dann wissen die Leute sehr klar, von was Jesus reden wird. Und er sagt, guck mal, das wäre sein. Und so wissen klar, was ein Wutter das schmeckt, der Wutter das schmeckt gleich. Und nun wissen sie so klar, was Jesus ab ihnen abkicken wird. Jesus kickt uns so an, aus das Wutter. Dann sagt er, es ist das.
Und willst du warm wärst, und nicht heute kalt wärst, willst du nicht von der Wutter wärst, was dort vom Boy kam, und nicht von der heute, du wärst halt gemix. Sieh, du wärst nicht auf eine Seite und nicht auf der andere, wo ich die spielen. Hier haben wir ein sehr Hühnchen falsch, wo Jesus zu der Gemeinde sagt, dass ich die spielen. Oh, mein Freund, von der sind so viele Menschen, die sagen, oh, ich sehe in der Gemeinde bin, ich sehe da und das vor ich. Hier hat Jesus eine sehr klare Warnung. Und er sagt, weißt du was, nehm das wahr. Kein von mir. Und weißt du, wenn Jesus hier sitzt, sagen, dass ich die spielen, da werden wir uns hier mal auf Punkten betrachten, wo wir in uns das gesagt haben. Punkt Nummer 1. Und weil ich die Mut mehr noch die was betrachten, in dieser Fragen. Punkt Nummer 1. Warum kann Jesus uns das gesagt haben? Punkt Nummer 1 sagt jetzt steht. Du nennst mich der Meister, der Lehrer. Heißt aber nicht mich. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Du nennst mich das Licht. Und kannst mir aber nicht sein. Der Herr Jesus sagt sehr klar in Johannes Kapitel 12, Vers 46, der sagt, der Echte ist ein Licht in diese Welt gekommen, dort wer an mich läuft, nicht wird in seine Finsternis bleiben. Du nennst mir das Licht und kannst mir aber nicht sein. Punkt Nummer 3. Du nennst mir den Weg. Oh, viele Menschen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber weißt du was, du wirst nicht boven. Du nennst mir den Weg, du wirst nicht boven nicht. Punkt Nummer 4. Du nennst mir das Leben und hast mir aber nicht gewählt. Punkt Nummer 5. Du nennst mir der Weser und kommst mir aber nicht heran. Das sind Fragen, woran kann Jesus, wenn die Bibel sagt, wer sie in Vertrauen oder auf Amsaten, der wird nicht geschont, sagt uns die Bibel. Und woran kommt Jesus dann auf eins in dieser Gemeinde, die sagen, ich will die spielen? Das ist ein Hühnchen falsch. Das ist ein Däuper falsch. Und was sage ich hier? Die nennst mir die Weser, kommst mir nicht heran. Punkt Nummer 6. Die nennst mir die Gouda. Und die leisten mir aber nicht. Die Bibel sagt uns sehr klar, wenn wir Jesus leben, dann wollen wir sie nicht gebauten holen. In denen, dass wir sie nicht gebauten holen, beweisen wir mit dort, dass wir Jesus leben dann. Wenn wir die gebauten nicht holen, dann sind wir Lehner. Er sagt Jesus dort. Er sagt dort in Johannes 14 sehr klar, ist dort. Punkt Nummer 7, die nennst mir die Recker. Und die fragst mich aber nicht. Die nennst mir die Recker. Und fragst mich aber nicht, dass ich die geben kann. Punkt Nummer 8, die nennst mir die Eivia. Und sägst mir aber nicht. Punkt Nummer 9, die nennst mir die Barmherzia. Und vertrittst mir aber nicht. Vertraue Jesus, ganz von Herzen, habe klar, dass er ans Rara ist, habe klar, dass ich von dir sehe, was du lernen das. Hast du klar, dass du lernst, dass der Herr Jesus soll frisch kommen? Die Bibel sagt, er kommt nicht da, was du lernen. Punkt Nummer 10. Die nennst mir die Kraftfaller. Und ich mir aber nicht. Was sagt der das Simeon? Er wir fromm und er ihr Gott und er fürcht Gott. Punkt Nummer 11. Die nennst mir die Gerechter. Und die war aber nicht gottesfürchtig. Die nennst mir die Gerechter und fürcht mich nicht. Und willst du mir all das nennen, und doch nicht mehr hier rankommst, wo ich die mir ein Reich utspielen. Und du wirst nicht vergeben, dass ich alles sehe. Traine das sind falsch. Offenbarung 3,16. Willst du leben und nicht kalt oder heiß bist, wo ich die mein Mühl spielen.
Wir werden uns selbst prüfen. Mein Freund, wo sind du und ich? Wo wird der Herr Jesus von der Mann zu mir sein? Wo wird der Herr Jesus von der zu dir sein? Wenn der Herr Jesus hier diese 7 Gemeinden der Hand geschrieben hat, und hat jeder Gemeinde Warnung, dann wird er uns von dir auch warnen. Und er sagt, werk ab. Kijk von mir. Kijk nach mir. Weil ich von der nach habe ich so viele Menschen. Und es steht besonders, du sind Kirchen, wo dann Tausende Menschen kommen, dann du eine Predigt, und dann auf eins hast ich habe eine Predigt, sagen sie, wer will Jesus von dir annehmen? All der wird Jesus von der Welt annehmen, hebt Hand ab. Und die Menschen heben da hängen Hand ab, und dann deshalb bete ich für ihn und so wieder. Was ich wollte sagen, gerade. Die Menschen, das keine Bosenheit passiert, das kein Andrehen in ihr Leben passiert, und sie leben wieder so gewöhnlich. Und fragst, was gerade? Ja, sagst du gerade. Du hast noch keine Bose passiert in ihr Leben. Die Bibel hat uns sehr klar auf eine Bose, auf eine wortreiche Bose wiesen. Und wenn da nicht eine Bose passiert in uns Leben, eine Anwendung passiert in uns Leben, dann sind wir nicht wahre Geburt. Der Herr, der schenkt uns die wahre Geburt. Du und ich, wir kehren uns, wir nehmen Jesus an. Aber das passiert nur bloß dann, wenn du und ich anerkennen, dass wir verlorene Sünder sind. Wenn durch eine Bose passiert, dann passiert das. Was ich von der Tag von den Menschen, von der Gemeinde ist, was du glauben, dass Jesus wird frisch kommen, ähnlich sind, du bist 2 verschiedene Glaubens. Wir werden uns hier 5 Menschen von der hier feststellen. Das erste ist ein Mormon, das zweite ist ein Jude, das dritte ist ein katholischer Mensch, das vierte ist ein hoher Christ und das 5. ist ein wahrer Christ. Und wir haben den ersten, weil wir den Mormonen hier feststellen. Und wir wurden den Mormon von der Frau, wo wirst du sagen, wenn der Herr Jesus von der wird frisch kommen? Der Mormon wird sagen, guck mal, und was ich das habe selbst belebt, ich bin in der Stadt, ich habe mir die Haare geschnitten, muss ich lernen. Dann sind die 2 Jungs, die schmack eingetragen, dann sagen Beker mit und so wieder. Dass die nicht lernen, wie wir eine Gemeinschaft, dann frage ich, dann was glaube ich? Dann sagt er, guck mal, wir glauben auch an Jesus, aber in unserer Gemeinde, das ist mal ein Prophet gewesen, in 1800 Jahren Israel, da haben wir eine ganz besondere Offenbarung gekriegt von dem Herrn Jesus. In der Offenbarung dort steht, dass wir machen alle 2 Jahre Mission tun, für wir Kandidat sein. Sieh, dort soll wir als Kinder Gottes tun. Als Kinder Gottes soll wir rausgehen und Jesus verkennen. Viel alles wir tun. Aber das Mormon hat so einen Glauben, dass er muss erst welche Zeit Missionsarbeit tun, euer kostet nicht gerat sein. So du werden sie nicht eine warten. Wir haben den Juden und Frau Arm. Wo wirst du von der sagen, der Herr Jesus wird von der frisch kommen? Der Jude sagt, ich habe gesagt, Gott hat gesagt, Säuer zu studieren. Und ich habe gesagt, Säuer zu lehren. Und ich kann nicht gesagt, Säuer. Und ich versuche, so gut als ich kann, versuche ich, das gesagt zu haben. So ich glaube, ich will auch gerat sein, der ich dort. Das sind auch was, sie nicht eine warten. Dann haben wir den katholischen Menschen, was jeder hat selbst belebt. Wir hatten in die Schaf, hat man jemanden in Traktaten gebracht und Utahn durch. Dann nehme ich mir eine Traktat und du verkonschrift jetzt das. Wenn der Herr Jesus von der Camp, wo warst du sein? Da werden Frauen denken, was du wirst. Seit noch mir eine mit nach Afrika, und ich wollte Luther da studieren. Und evident kriegt du Jas, und einmal kommt du näher, und sagt, ich habe auf den Stuhl durch. Dann kriegt er so am Traktat nach, und dann lässt er und dann sagt er, in Cielo. Und dann kriegt ich erstmal, was er gelesen hat, an. Dann fällt mir das Bild, da du gelesen. Und er sagt, er wird ein Himmel sein. Dann frage ich ihn, warum? Und dann sagt er, willst du meine Mama, wie dann jeder Sinn und in ein Heim schaffen, wo meine Kinder bin sind. Seine eigenen Worte. Wahrscheinlich lebt dann Sinn. Süppen, schmecken, pflegen. Aber willst du seine Mama, das Ding deuten, wo er gerat sind. Wir haben einen Haufen Christen, wir fragen, wo wirst du zusammen, die von dir gestorben. Das Haufen Christen sage ich auch. Ich habe versucht, andere Menschen zu besiegen, ich habe so versucht zu halten, ich fahre jedoch jeder Sinn nach der Kirche, dann hier nach der Kirche, meine Kirche heute noch so und so. Und wahrscheinlich werden dort, wo ich gerade sind, seine eigenen Worte. Mag wie, dass der Hintergrund von diesen Feierkirchen, das kann auch ziemlich verschieden sein. Aber gegen Latz glauben sie doch, alle, die ich da, was solche tun haben, wollen sie gerade sein. Wir haben den Worten Christen wie Frauen arm. Wo warst du zusammen, der Herr Jesus von der Frischkamp? Der wahre Christ sagt es das. Er guckt rauf und sagt, wenn ich an meine Sünden denke, ganz verloren. Verdammt, jetzt, ich kann nicht von der verstehen, wo Gott in Sünden ankicken wird. Was sagt er, weil Jesus aus dem Kind geboren ist,
Und er ist abgewaschen, hat sein Leben für mich gegeben. Weil Zeit dort für mich betont hat, jeder Sinn, was ich begonnen habe. Habe ich keine Worte Böse tun. Ich habe meine Sünden bekannt. Ich habe wirklich Böse getan. Mir hat das so leid. Und ich habe die Vergebung gekriegt, echt dort. Und weil Jesus meinen Platz genommen hat, habe ich ihn annehmen, als mein persönlicher Herr. Und ich sehe von der Gnaden gerade. Das ist ein Geschenk von Gott, verdient hat mir das nicht. Das ist der einzige Glauben, was der jagen wird. Wovon Glauben hast du? Wenn der Herr Jesus frisch kommt, er kommt bloß nicht diese Menschen, was Böse getan haben, und was Jesus in Glauben erhört von der Hand. Dort sind die Menschen, nicht die, was Jesus kommt. Ich habe nicht nur die Menschen, die sagen, ich habe meine Sünden Alten bekannt, ich sie noch getauft, ich habe noch versucht, mein Wasser zu tun, was ich könnte noch. Ich habe nicht die Menschen, die am persönlich begegnet haben, und was mit am Leben dann von dir. Wir dann uns vorbereiten für Weihnachten. Mein Freund, löst dir, dass Jesus soll frisch kommen? Die Bibel sagt, er wird bloß nicht kommen und lösen dann. Ich will die Säure mal merken, dass wenn die das Ding nicht klar hast in deinem Leben, dass die was klar merken. Dass die nicht was von dir sein, was du überrascht sein. Offenbarung 3,18, du sagst, jetzt ist das. Ich sage, Jesus ist das. Ich glaube die, dass die von mir mit viel gereinigtes Gold kaufst. Dass die rückwasch. Was sagt ihr hier? Ich glaube die, dass die von mir was mit viel gereinigtes Gold kaufen. Dass die was wirklich reich sind. Weißt du, was das meint, Freund? Hier hat Jesus uns anbieten. Und was Jesus das von der nach Praxis getan hat. Er ist sehr gnädig, er ist sehr liebevoll und er gibt diese Gemeinde eine Chance. Er hat diese Gemeinde nicht bloß einspielen gelassen, sondern sagt, weißt du was, für die ist keine Rot nicht mehr. No, er gibt ihr eine Chance. Er sagt, nicht kauft von mir Gold, dass die was änderlich recht wird. Dass die wirklich hier bin, was ein rechter Mann sein. Weißt du, was das ist? Das ist das Blut von Jesus. Sagt ihn Vertrauen auf das Blut. Dann wirst du änderlich recht sein. Da wirst du nicht so sein, es ist eine Gemeinde, wo du sagst, mir fehlt das und nichts. Ich habe voll ab, mir fehlt das und nichts. No, Jesus sagt, guck mal. Nimm das, was ich anbieten darf. Nimm das. Dann sagt er je letzten den Vers, und schmier deine Augen mit Soll an, dass du was sein kann. Weißt du was, liebe Freunde? Den Tag, wo du und ich, den Jesus Gottes in uns Leben regieren, dann wo wir wahrhaftig sein können. Ein Mensch, der nicht von den Jesus Gottes regiert wird. Ein Mensch, der nicht wirklich Buße getan hat. Ein Mensch, der sich nicht laut regieren von den Jesus Gottes, der kann nicht sein. Nicht. Das ist blind. Und Jesus sagt, weißt du was? Schmier deine Augen mal an von mir. Lass dich mal regieren von den Heiligen Geist. Und dann wirst du wirklich sein können. So, das ist so interessant, dass der Herr Jesus das hier anbieten. Er sagt, guck, ich stufe dir einen Klapp an. Und wenn ich wer meine Stimme wird hier und der wird aufmerken, dann wird ich ankommen. Weil Jesus ist treu. Wenn er sagt, dass Jesus ist treu, dann meint er, er ist sein Wort treu. Wenn er sagt, wenn du deine Sünden bekennst, dann sehe ich treu und gerecht und vergebe die. Das meint er wirklich, ist das. Er kann sein Wort nicht antreu sein. Hat jeder wie mal ein Mann gewesen? Er merkt ein Hechelchen, der Herr ist bekehrt, in 60. Jahr. Und dann war er erinnert, das ist ein bekehrter Jahr. Und er weiß, er wird sich nicht mit der befrieden können, wenn er nicht ein Hechelchen merkt, dass er sich bekehrt. So, er merkt, das ist ein Hechelchen, dass er sich bekehrt. Und dann befrieden sie sich, und haben sie sich kurz befriedet, das geht nicht lang. Dann fängt das Schicksal an, das machen wir in der Trinkerie und so wieder. Und das schafft sie einen Schlag, und sie haben wieder noch ein Kind, und das Kind war es ab, und einen Tag kommt das Mann an das Haus, da war er ziemlich getrunken. Dann sagt der kleine Mialte zu ihm, der hast was getrunken. Und den der hat so die Wörter nach hinten dort und schmiert dort in Chimenea an. Das Mialte verbrennt sei das Sech. Und sie können das noch raten, aber das ist so
verlaat von du wieder. Und hij entscheidt, hij wordt van huis gaan, des Morgen. En dag gaat er vielleicht de Gast op eine stehen und heeft er, du bent wat gepredigt. Zij jet und nern und sagt sich dort ein Dol und heeft er dort. Dat is prediger sagt immer wahr, man die nicht sind bekannt. Dann ist Gott treu und gerecht und vergift die. Und hij dreht mit den Augen und sagt dann nicht ich. Nicht ich. Und der Prediger predigt wieder, wenn die sind bekannt, haben sie treu und gerecht und vergift die. Und schließlich, als der Prediger reich mit seinen Botschaften, er bleibt zu sitzen, und der Prediger kam in den Arm, dann sagt der Prediger zu ihm, mit was könnt ihr haupten? Dann sagt er, Mann, ich glaube deine Botschaft nicht, was du zu predigt hast. Dann sagt er, warum nicht? Weil ich habe das getan, ich habe Jan getan. Und der Prediger sagt immer wahr, wenn wir an die Sünden bekannt, dann ist Gott treu und gerecht. Und Gott vergift die. Dann sagt er, eins hast du bei Kicken, was ich noch alles getan habe. Eins hast du kommt er für einen Tag, was er getan hat mit seiner eine Tochter. Dann sagt der Prediger, wenn die Sünden bekannt, dann ist Gott treu und gerecht und vergift die. Mein lieber Freund, gerade nicht, was du in deinem Leben begonnen hast. Gott sagt, wenn du was Buße dann und du was deine Sünden bekannt, er ist treu, er ist gerecht, er vergift die, er nimmt die an. Alles, was er von dir verlangt, dass du eine wahre Buße in deinem Leben passieren. Dass die kannst von dieser Person sein, wo du sagst, ich sehe von dir, was du lehrt, dass der Herr Jesus soll frisch kommen. Gerade dass er dann sagt, dass Jesus für geboren worden ist, ein Baby, so wird Jesus frisch kommen, und da wird du lernen dann. Und du kannst von dir sein. Jesus sagt hier sehr klar, ich stehe für dir und klopfe an. Wenn ich wird meine Stimme hören. Und der wird seine Tür aufmachen, mit dem wir ankommen. Das ist eine Versprechung, die er uns geben wird. Also, wenn wir ein Klima kicken, wenn wir diese Gemeinde betrachten, dann sehen wir hier, dass Jesus sagt, ich kicke mal die Dags, die glaubst, die besser recht und so wieder. Und du hast andere Dinge für mich. Wir werden ein Klima kicken nach uns. Wenn wir denken an Weihnachten feiern, und wie es ich schon am Anfang gesehen, wie viele große Fasten, Familien kommt auf, und das sind große Geschenke. Und weißt du, was Jesus was ich nur erwähnt. Und wenn wir kicken an Jesus, sagen sie in Jesaja Kapitel 2, Vers 8, sagt er, ich sehe der Herr, dass mein Name so heilig. Und ich glaube nicht, dass das wer Wort der Anerkennung kriegen, was mich traf. Und ich will nicht glauben, dass es wer Wort der ihr kriegen, was mich trafen wird. Wenn du und ich von dir an Weihnachten denken, dann das ist ein besonderes Fass. Und wir haben auf eins Haus sich dessen nicht Lust tun. In unserer Familie. In unsere Kinder. Eingeprägt, ich mal den Niklas kommt mehr Fuß. Das ist ein Aufgabe. Und der Herr sagt in Jesaja 42, ich will das nicht erlauben. Dat is das wer wat der ihr kriegen, was mich trafen wird. Wenn wir Weihnachten feiern, und Jesus kriegt nicht die ihr, lieber Freund. Der Herr Jesus sagt so ja klar in Matthäus Kapitel 6, Vers 24, sagt, dass keiner kommt vor Herrn dein. Wenn die Weihnachten feiern, dann werden wir ich sein, oder dass sie nicht ich. Und da wollen wir uns testen, da wird der Herr Jesus da uns sagen, weißt du was? Ich will die spielen. Wer sagt, er erlaubt das nicht, dass es werde, ich kriege, was mich treffen wird. Was von Fass für je? Niklas, frühs, die Häuser mit Geschmack besorgt sind, mit Geschmack blinken, Säuer, weil die merkte Weihnachten, alles mit Säuer Fan sein. Das ist das Ziel von Weihnachten, weil ihr das nicht erreicht, wann wir das ist das dann. Aber der Punkt von Weihnachten soll nicht Geschenke, Geschmack abbringen, Niklas und die Dinge sollen nicht sein. Der Punkt von Weihnachten ist, dass wir feiern und Fass, dass wir kein Gerät sind. Wir feiern und Fass, wo der Herr sich auf dem Wort, wo er hier auf die Welt gekommen ist, sein Leben zu geben für mich und für die. So, wir werden das in Vers mal lesen, Jesaja 42, Vers 8. Das ist einmal so ein strenger Vers, was der Herr dann sich hier erloten hat. Er sagt jetzt, ich sehe der Herr, so heute ich. Und ich lade keinen, der ihr haben, der mich traf. Und ich lade keinen Aufgabe, der Anerkennung kriegen, der mich traf. Weil ja, dieser Weg mehr weg so ist. Ich wollte nicht einfach frei sein. Dann habe ich diesen Vers in meinem Verstand. Und ich ging schlafen, ich meinte nach. Und ich lege durch und ich bete durch. Und ich sage, Herr Jesus, was wirst du mit diesem Vers sagen? Wenn du sagen, dass du lässt nicht, dass ich das werde, ihr was kriegen, was die treffen wird, und du wirst es nicht erlauben, dass ich was Hecher gehoben worden ist, was wirst du uns mit das sagen? Wenn wir finden, dass wir sein in der Welt, sagen wir, dass das ein große Helge und das Weihnachten wird sehr groß gefeiert und so wieder.
In den Niklas wird Säuer nach hergehoben und so wieder. Und du sagst, die wirst das nicht erlauben. Was schafft das dann? Nur, dass ich was dit Gebet hat, ich lege du im Bett, dann auf eins ich habe mir sehr kleine Stimme, aber zu mir sagt, weißt du was? All die Menschen wollen sich den Gerechtstag Säuer täschen. Wenn sie noch sagen, sie sind Christen. Weil ich sie der Herr. Man hat nicht den ersten Platz in deinem Leben hat, dann warst du die Täschen. Freund, wir werden uns vorbereiten, dass Jesus wird frisch kommen. Was du von dir, was du lernen hast? Ich will die Säuer mit mir an. Wenn du nicht von dir weißt, was du lernen hast, weißt du, was der Herr Jesus, der ist die Gemeinde in Laodicea, sagt, weißt du, was komm? Komm, kjemt von mir. Ich will dir geben, dass du direkt warst von Ben. Ich will nicht der Sturm klappen, und wenn du warst auf mir an, ich will nicht kommen. Diese Versprechen ist du ganz voll auf der Hand von dir. Der Herr Jesus sagt das von Jesus dort. Sag mal die mit mir, dass du warst von dir sein, was du klar hast, dass du hast Jesus in dein Leben eingeladen, du hast Buße genommen für dein Leben und du lebst für Jesus. Weil wenn wir denken an für Jesus leben, weißt du, die drei hier sind beste Freund von dir, dann habe ich versprochen, dass ich den nächsten Tag eine Klasse geben. Hier bin eine Klasse geben, und dass wir dann dort übergehen. Und mehrwegs so ist, dass wir da nach Hause, und ich kann mehrwegs so nach einer Streit, und ich weiß nicht, was ich will reiten mir, was ich will bringen. Und dann nehme ich mir ein Buch und ich fange an, Geschichten zu lesen, und eins lasse ich eine Geschichte, was du das sagen nicht. Das heißt, es ist dass du in der Bibel stehen, dann hast du eine arme Frau mit einer Jungtaub, und da ein nackten Jung mit, und das sei aufmerksam, wenn sie die Bibel stehen haben. Und nu haben sie die Johannes 14, wo der Herr Jesus sagt, dass er war in den Himmel fahren, wo der Herr Jesus drauf geschickt worden. Und dann sagt er, wenn die wollen, was in meinem Namen beten, dann werde ich ihnen das geben. Und das kleine Junge am Park zu sein, sie fahren in ein Haus, und dann hätten sie eine Stove dann. Und auf eins kam die Mama, dann ist das kleine Junge so mutig. Dann fragt die Mama, was war diese mutig? Dann sagt das kleine Junge, sagt er, guck mal, wir haben von der so aus der Bibel schon gehört, dass Jesus sagt, wir können am Frauen, aber er hat das geben. Und ich habe den Herrn Jesus groß gefragt, als er mit den nächsten Sünden was nie Schau und nie Kleider geben. Und ich wollte Worte, du wirst fragen, wie sie sagen, das. Und diese Mama denkt so, wow, wir haben abends zu leben, wo wollt mir sehen, nie Kleider, nie Schau geben. So die Mama, die geht reden, über den verjährt sie danach, die Weg verjährt. Nächste Weg Freitag, kommt die Mama war an der Stube dann. Und dann ist das Junge war so mutig, und dann fragt die Mama, was war so mutig? Dann sagt er, weil es morgen ist Sonnabend. Und morgen wird der Herr Jesus mir nie schauen, nie Kleider bringen. Und diese Mama, die packt das, war so, und sie denkt so, wow, wo will ich das tun? Sie beten taub, und die Mama geht durch. Und über den hast du wer, was du klopft, und der klopft, das, Entschuldigung. Und sie geht auf mir und sagt, Nuba. Sagt der Nuba, das ist der Kickemol. Ich kaufe von der Bedag nie Kleider, nie Schuhe für meinen Jungen, und die sind ihm nicht zu groß. Du hast einen kleinen Jungen, ich dachte, ich will die bringen. Und die Mama ist so dankbar, und sie nimmt ihn, bedankt sich, und geht näher, und den Jungen in die Stube näher, und sagt sie zu den Jungen, kick mal. Der Nuba hat 4 große Kleider und Schuhe gebracht für die. Passt die mal schwer an, sonst die wollen passen. Sagt das Junge, no. Ich habe Jesus gesagt, ich wollte morgen nie Schuhe, nie Kleider. Und ich habe Jesus mir durchgestartet, und ich wollte mir die Sache passen. Ich vertraue Jesus ganz. Mein Freund, vertraust du auch, was Jesus in dein Wort sagen wird? Wie packt diese Geschichte in mein persönliches Leben? Und ich sage doch, wo sehe ich? Habe ich wirklich Vertrauen an Jesus? Wo warst du? Vertritt sie da, was Jesus sagen in seinem Wort? Glaubst du dort? Weil wenn wir das nicht glauben, Gott hat uns nicht bematten nicht. Bloß dann, wo wir uns sehr täuschen, den Tag, wo Jesus wird frisch kommen. So ja.
viele überraschen worden in den Tag sein. Viele Menschen waren sagen, echt doch. Philippa 2 sagt, die Menschen waren vorankommen, waren sie knien, waren am Bekannt. Na, war der Herr Jesus sagen, wer sei ich? Na, wo kannst du uns nicht? Ich dachte, das Kirche. Ich dachte, ich dachte, ja. Na, wird der Herr sagen, war ich für mich bei diesen Menschen, will ich noch niemals, ich kann nicht. Oh, Freund, der Herr läuft die Seier. Und er erst von der fertig dir. Und er sagt, ich will du nennen. Aber weil die Entscheidung, dass Jesus, was in den Horten ankommt, dass die sieht es bei dir. Der klingt erst in deine sieht. Von der habe ich Menschen, die sagen, guck mal, wie tough sind, wir können uns nicht mehr bekehren. Mein Freund, hier hat Jesus zu einer Gemeinde geschrieben. Zu einer Gemeinde schreibt er hier. Und er sagte, diese Gemeinde, komm zu mir. Kauf von mir. Da warst du recht worden. Ich war die geben. Ich war nicht der Stunde und ich war klappen. Mehr gut. Lieber Freund, ich will lieber sagen, das ist Weihnachten. Wenn du und ich von den Menschen sagen, ich lehre, dass Jesus wird kommen. Ich habe mein Leben mit Jesus klar. In Klasse ist die Prophezeiung dann wieder, dass Jesus wird ein Kind geboren worden. So ist die Prophezeiung von der auch, dass er wird frisch kommen. Und ich will ihm auch merken, dass du wirst klar mehr in dein Leben. Und dass du kannst eine Weihnachten feiern, wo du wirklich was schenken haben. Weißt du was? Ich habe das so klar, seit mir bekehrt, in 2013, in Juni, kam ich für Jesus, ich fall doll für ihn, und ich dort böse sein, ich nahm Jesus an, mein Leben verändert uns, ich habe dann ganz ständig getrunken, von da wieder niemand mehr einen Trunk genommen, nicht, niemand mehr nicht. Sag diese Worte von Jesus beleben dort, dann kann ich diese Dinge aufstehen, mit einer großen Freude. Und ich weiß dann, das erste Mal, als wir dann Weihnachten feiern, dann sehe ich meine Familie, weißt du was? Wir geben uns auch Geschenke, aber von der Weihnachtsmahl ist dann nicht die Geschenke, das Hauptpunkt ans Heim. Weihnachtsmahl ist verstehen wir ab und wir loben Jesus, dass er geboren ist für uns, dass er sein Leben gegeben hat für uns und dass wir gerettet sind. Dort ist der Punkt von Weihnachten, lieber Freund. Das ist das Fest, was Weihnachten soll sein. Und wenn wir dann gucken dann in der Welt, dann sehen wir, dass in Weihnachten sind große Parandas, große Neklusen. Und die Kinder wird eine große Freude gegeben, und die wahre Freude wird ein Hort passieren. Da wird ja, was man wie ein Geschenk in der Freude, das leider wo sich hier war. Heute haben wir gemerkt, dass die kriegen ein Geschenk, und die fahren die Ferien und so wieder, nächsten Tag der Freude war ich. Das Geschenk, was Jesus geben wird, was hier wird passieren, das ist nicht wahr den nächsten Tag. Wir haben eine Stunde zum Beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir hin. Wir danken dir sehr für wer du warst. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort vertrauen. Wir danken dir, dass du warst geboren für uns. Dass du warst als Kind geboren und du hast dein Leben für uns gegeben. Aber Herr Jesus, wir sind jetzt sehr klar an dein Wort, dass dort wir dann eine Prophezei in 2003, dann lernen die Menschen, dass dieses kommen ungefähr 2003 und du warst geboren als ein Kind. Und Herr Jesus, du sagst uns nicht sehr klar, durch die Apostel, durch deine eigene Wehe sagst du uns, dass du warst frisch kommen. Und Herr Jesus, du sagst, du kannst nicht da, was du lernen dann. Herr Jesus, ich bete für jeden einmal hier bei uns. Wenn hier bei uns Menschen sind, die lernen dich nicht, sie haben das nicht klar in ihr Hort. Ich bete, dass du ihnen treten wirst, dass du ihnen umklappen wirst, und dass sie wollen Buße tun, dass sie die wollen annehmen, dass sie auch kennen von dir sein, was wirklich das Fass in ihr Hort kann haben. Herr Jesus, was den jeden dein segnen, was den jeden dein Maut schenken, auch wenn wir in die Hüs fahren, dann, was die uns beschützen, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen.
Galilee of Galilee.